Nordvietnam, Sapa Halong Bay Hasang. Klingt nach dem perfekten Abenteuer. Und dann passiert Folgendes. Ihr bucht eine Halong Bay Tour für 200 Euro. Die gleiche gibt's für 80 Euro 50 Meter weiter. Kein Scam, kein Pech. Einfach 20 Fehler, die fast jeder macht, der zum ersten Mal in den Norden fährt. Wir haben monatelang im Norden gelebt. Diese Fehler haben wir alle gesehen. Ihr landet in Hanoi, 30 Grad, alles schwül, alles tropisch. Klar, dass man da nur Shorts und T-Shirts einpackt. Das Problem dabei ist, dass Sapa auf einer Höhe von 1600 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Von November bis März können die Temperaturen auch mal schnell auf 8 bis 15 Grad fallen. Das heißt, morgen gibt es Nebel und auf Phan Xipang, im höchsten Berg von Vietnam, teilweise auch Frost. Wer also keine Jacke einpackt, muss sich definitiv vor Ort eine kaufen und das zu Touristenpreisen. Deshalb empfehlen wir euch auf jeden Fall, eine dünne Daunenjacke mitzunehmen, eine lange Hose, ein langes Oberteil und auf jeden Fall auch feste Schuhe. Direkt am Flughafen nach dem Zoll stehen diverse Telefonanbieter. Mobifone, Vinaphone, Vitel. Der häufigste Fehler hierbei ist, dass man den ersten Anbieter nimmt, den man sieht. Kauf Vitel. Nicht, weil die anderen schlecht sind, sondern weil Vitel mit Abstand das dichteste Mobilfunknetz in ganz Vietnam hat. Falls ihr nur in Hanoi bleiben solltet, spielt das für euch eigentlich kaum eine Rolle, denn man merkt zwischen den Anbietern eigentlich keinen Unterschied. Aber sobald ihr in die Berge fahrt wie Sapa, Ha Sang Loop oder auch Mok Chow, bricht Mobifone zum Beispiel auch schnell mal ab und Vitel hat einfach da Empfang, wo andere kein Netz mehr haben. Eine Vitel-SIM mit ausreichend Daten kostet rund 5 bis 15 Euro. Dabei ist der Preis fix und ihr müsst nicht wirklich verhandeln. Wenn ihr dann soweit seid und nach einem Hotel online schaut, werdet ihr traumhafte Bilder sehen. 5-Sterne-Hotels mit Dachpool und Frühstück inklusive. Und das noch zu einem sehr guten Preis. Vietnam entwickelt sich wirklich rasant schnell. Was vor 5 Jahren noch ein Geheimtipp war, hat heute zum Beispiel eine Baustelle oder wurde seit Jahren einfach nicht mehr saniert. Und deshalb solltet ihr eure Unterkunft nicht nur auf Agoda anschauen, sondern auch zum Beispiel einfach mal das Hotel in Google Maps eingeben und da euch die Fotos anschauen. Denn diese Fotos stammen von echten Gästen. Und was wir euch auch empfehlen können, ist einfach mal die Unterkunft auf verschiedenen Plattformen vergleichen. Zum Beispiel noch auf Booking.com und dort könnt ihr danach filtern nach den neuesten Bewertungen. Ganz, ganz wichtig, die neuesten Bewertungen, nicht die besten Bewertungen. Denn die besten Bewertungen können auch schon Jahre alt sein. Und wenn ihr plant, eine Unterkunft für einen längeren Zeitraum zu buchen, empfehlen wir euch auf jeden Fall, das auch mal vor Ort anzuschauen. Das funktioniert in Vietnam problemlos. Ihr könnt einfach hingehen, nach dem Zimmer fragen, euch das anschauen, bevor ihr bezahlt. Das spart euch auf jeden Fall eine Menge Enttäuschung. Dieser Fehler ist uns nämlich auch für unsere erste Hanoi-Unterkunft passiert, denn wir haben eine Unterkunft über Airbnb für einen längeren Zeitraum gebucht. Auf den Bildern sah sie wirklich sehr schön aus. 60 Quadratmeter Küche, Schreibtisch, alles, was wir brauchen für einen längeren Zeitraum. Aber als wir vor Ort waren, wirklich sehr viel Schimmel, sehr, sehr viel Schimmel und auch alles sehr staubig und die Küche war sehr klebrig und auch wirklich sehr benutzt, sage ich mal. Aber zum Glück konnten wir das über Airbnb klären und wir konnten das direkt stornieren, uns eine andere Unterkunft vor Ort anschauen und die dann einfach für einen längeren Zeitraum buchen, mit der wir auch wirklich jetzt sehr, sehr zufrieden sind. Von Hanoi nach Sapa gibt es einen Nachtzug. Abfahrt rund 22 Uhr, Ankunft rund 6 Uhr. Hier schlaft ihr im Zug und wacht in den Bergen wieder auf. Es gibt staatliche und private Züge. Die privaten Züge sind wesentlich komfortabler, ruhiger und auch sauberer. Hier kosten die Preise so 15 bis 20 Euro pro Person. Zur Hochsaison, also am Wochenenden oder rund um das Date Festival, sind diese privaten Züge sehr, sehr schnell ausgebucht. Das heißt, wer spontan bucht, muss wahrscheinlich dann mit den statischen Zügen fahren, wo die Liegen auch wesentlich enger sind. Oder im Worst Case, ihr bekommt gar keinen Zug mehr. Wir empfehlen euch, ca. 1 bis 2 Wochen vorher zu buchen, denn das ist wirklich einer der schönsten Reiseerlebnisse, die der Norden zu bieten hat. Und das zu verpassen wegen einer fehlenden Buchung ist wirklich sehr, sehr schade. Vom Oktober bis April ist es teilweise bewölkt, relativ kühl und meistens Nebel auf den Bergen, manchmal auch Regen an der Küste.
Von Mai bis September ist es meistens Regenzeit im Hochland und Schlamm auf den Trekkingfahrten. Was das genau bedeutet, bucht eure Hotels unbedingt mit kostenloser Stornierung. Und checkt das Wetter auch regelmäßig ab, so circa 48 Stunden vorher nochmal. Wer das nämlich ignoriert, steht schnell mal in Ha Sang Loop und sieht nur Nebel. Erste Situation, ihr geht Streetfood essen und in den meisten lokalen Läden seht ihr am Ende kein Menü, kein Preisschild. Ihr geht rein, esst, genießt das Essen, wollt dann zahlen und die Preise haben gar nichts mehr mit lokalen Preisen zu tun. Also ganz einfache Lösung, ihr fragt vorher einmal bao nhiêu tiền, das heißt, wie viel kostet das? Und diese 3 einfachen Wörter sparen euch 3 bis 4 Euro pro Mahlzeit. Zweite Situation, ihr wollt eine Cyklotour machen, also eine Rikscha-Tour durch die Altstadt von Hanoi. Ein wirklich wunderschönes Erlebnis. Aber wer vorher den Preis nicht klärt, zahlt am Ende eine Forderung, die 5 bis 10 Mal zu hoch ist, was man eigentlich erwartet hat. Und um das zu vermeiden, ganz einfach, wirklich immer vorher den Preis klären. Dritte Situation, Haare schneiden am Straßenrand. Eine der wohl authentischsten Erfahrungen hier in Hanoi und es ist ja auch einfach wunderbar. Ihr habt einen Hocker, eine Schere, schneidet eure Haare teilweise für 1 Euro, wenn ihr Locals seid. Ohne Preisabsprache zahlen Touristen teilweise auch 10 Euro. Deshalb gilt zusammengefasst immer erst Preis, dann Leistung. Falls euch solche Videos bei der Reiseplanung weiterhelfen, lasst uns doch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da und schreibt auch gerne eure Fragen einfach mal in die Kommentare, denn wir sind euer erster Ansprechpartner für Reisen durch Vietnam. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Fehler. In Halong Bay sind hunderte Touristenboote gleichzeitig, Selfie-Spots sind vollgepackt, Lärm, Gedränge und Abgase. Im Gegensatz dazu liegt Lan Ha Bay direkt daneben. Ihr habt die gleichen Felsen, gleichen smaragdgrünen Buchten, kleinere Boote, Stille am Morgen, Kajak durch Höhlen und insgesamt weniger Menschenmassen. Der einzige Unterschied dabei ist, dass Lan Ha Bay auf der anderen Seite von Cat Ba Island liegt. Das heißt, ihr braucht einen Transfer mehr. Aber dieser eine Transfer macht da den Unterschied von eurem Erlebnis aus. Und die Lan Ha Bay Buchung funktioniert eigentlich genauso einfach wie die Halong Bay Buchung. Ihr könnt das beides direkt aus Hanoi aus buchen oder ihr organisiert es einfach selbst. Das Wetter im Norden ist wirklich sehr unvorhersehbar, vor allem in der Regenzeit. Deshalb solltet ihr unbedingt immer mit kostenloser Stornierung buchen. Denn stellt euch vor, ihr plant nächste Woche einen Ha Sang Loop Trip, aber es steht auf einmal jeden Tag Regen drin und mit einer kostenlosen Stornierung könnt ihr zumindest noch flexibel umbuchen. Bei Halong Bay gibt es ganz viele verschiedene Anbieter zu unterschiedlichen Preisen. Ha Sang Loop kostet so ca. 30 bis 60 Euro pro Tag. Und nein, die sind nicht alle gleich. Der Fehler ist nicht die günstigste Tour zu nehmen, sondern die Touren nicht zu vergleichen. Was ihr auf jeden Fall immer überprüfen solltet, sind die Bewertungen der letzten 30 Tage, die maximale Gruppengröße und was alles inkludiert ist. Also zum Beispiel Mahlzeiten, Kajak und auch Kabinengröße. Für Ha Sang Loop gilt, dass ihr auch mal in Facebook-Gruppen reinschaut. Also zum Beispiel die Facebook-Gruppe Ha Sang Loop Travelers. Denn hier sind meistens Bewertungen viel ehrlicher als in Buchungsplattformen. Von Hanoi nach Ha Sang Loop braucht ihr ca. 6 Stunden. Von Hanoi nach Sapa ca. 7 Stunden. Und von Hanoi nach Ninh Binh nochmal 2 Stunden. Ihr merkt schon, Nordvietnam ist wirklich nicht klein. Wer alles innerhalb von 7 Tagen sehen will, schafft das definitiv nicht. Plant maximal 2 bis 3 Destinationen und am besten auch immer einen Puffertag dazwischen, denn den braucht ihr auf jeden Fall zum Durchatmen. Sleeper-Busse in Vietnam sind nicht alle gleich. Die günstigsten haben teilweise keine Klimaanlage, fahren jeden Umweg und die Liegen sind einfach extrem klein, vor allem für eine westliche Größe. Unsere Empfehlung, zahlt einfach ein paar Euro mehr für einen VIP-Sleeper-Bus. Ihr habt mehr Komfort, eine funktionierende Klimaanlage und das Ganze ist dennoch günstig. Hanoi hat 2 wirklich sehr schöne Tempel. Einmal den Literaturtempel Văn Meo und einmal den Moc Son Tempel direkt am Hon Kiem See. Wir befinden uns gerade beim Moc Son Tempel. Beide Tempel haben auch einen Dresscode. Was nicht so gern gesehen sind auf jeden Fall kurze Hosen, Trägertops und
offene Schultern. Es kann halt passieren, dass ihr einfach abgewiesen werdet, falls ihr euch nicht daran haltet. Deswegen zeigt ein bisschen Respekt und zieht euch einfach was drüber. Stellt euch vor, ihr steigt gemütlich in den Nachtbus ein, legt euch hin, schlaft ein und dann 3:40 Uhr am Morgens, ihr werdet geweckt von dem Busfahrer und ihr müsst direkt aussteigen. Ihr seid da irgendwo im Nirgendwo, dunkler Busbahnhof, kein Netz, kein Empfang, kein Taxi und euer Hotel hat auch kein Nachtportier. Das passiert in Vietnam wirklich regelmäßig. Die Zeiten sind so kalkuliert, dass ihr mitten in der Nacht irgendwo ankommt und keiner warnt euch vor. Checkt bei jeder Buchung vorher die Ankunftszeit. Liegt sie irgendwo zwischen 0 Uhr und 5 Uhr, nehmt lieber eine andere Verbindung, denn kommt ihr 4 Uhr morgens an, könnt ihr frühestens vielleicht 12, 13 Uhr einchecken. Seid müde, könnt nichts tun, deshalb nehmt euch lieber ein günstiges Hotel in Hanoi. Das ist trotzdem viel, viel besser als so eine Erfahrung. In Ha Sang, auf den Loop, in den kleinen Bergstädten gibt es kaum Geldautomaten und manchmal sogar keine richtige Infrastruktur. Hebt in Hanoi also genügend Bargeld ab, mindestens 2 Millionen Dong pro Person für etwa 3 Tage. Und noch ein kleiner Tipp, am besten die Automaten von der VP-Bank nutzen, denn die haben die fairsten Kurse und keine versteckten Gebühren. Ha Sang Loop klingt nach puren Abenteuer und genau das ist er auch. Aber es kommen auch jährlich wirklich sehr viele Touristen schwer verletzt zurück und einige verlieren sogar ihr Leben dabei. Schmale Bergstraßen, keine Leitplanken, Nebel, der sich teilweise in Minuten aufzieht, nasser Asphalt und das auf einer Höhe von 1500 Metern und dann gibt es auch noch keine Warnschilder. Und damit wollen wir euch nicht sagen, dass ihr nicht fahren sollt, denn Ha Sang hat wirklich eine der schönsten Landschaften hier in Südostasien. Wir wollen euch damit sagen, wenn ihr fahrt, dann macht es richtig. Entweder ihr habt wirklich echte Erfahrung mit Motorrädern auf Bergstraßen oder ihr bucht euch einfach einen Easy Rider, also einen lokalen Guide, der euch fährt. Ihr sitzt hinten, ihr genießt die Landschaft und ihr kommt, ganz, ganz wichtig, lebend zurück. Für 4 Tage zahlt ihr ca. 200 €, je nach Anbieter und es lohnt sich wirklich auf jeden Fall. Es ist wunderschön. Das gilt jetzt nicht nur für Hanoi, sondern für ganz Vietnam eigentlich, denn die meisten Touristen, die hier Moped oder Motorrad fahren, haben keinen gültigen Führerschein und keine Versicherung. Wenn ihr einen Unfall baut, müsst ihr die ganze Krankenhausrechnung selber zahlen aus eigener Tasche. Und deshalb ganz wichtig, wenn ihr Motorrad fahren wollt, ihr braucht einen gültigen Führerschein, einen internationalen Führerschein, am besten noch eine Versicherung und ein Autoführerschein reicht dabei nicht. Im Norden werden Touristen auch ganz schnell auf Motorrädern einmal rausgewunken. Deshalb solltet ihr immer euren Reisepass dabei haben, eure Fahrzeugpapiere, euren Führerschein und in den meisten Fällen passiert eigentlich auch nichts, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Hanoi, Ha Long Bay, Sapa, Ninh Binh. Die Standardroute ist wirklich schön, aber der Norden hat noch so viel mehr zu bieten. Wer also nicht nur Instagram-Spots sehen will, sondern auch mal das echte Nordvietnam, den kann ich auf jeden Fall auch das So empfehlen. Das ist eine Alternative zu Sapa oder den Cao Bang Loop. Das ist eine Alternative zu Ha Sang Loop oder auch Mok Chow. Hier gibt es nämlich wunderschöne Teeplantagen, Sonnenblumenfelder und ganz, ganz wichtig, keine Menschenmassen. So, Han Kiem See mitten in Hanoi ist wohl eines der schönsten Stadtansichten des Landes. Und wir sind gerade hier zur Mittagszeit und es ist wirklich unglaublich heiß hier. Deshalb macht nicht den gleichen Fehler wie wir. Kommt lieber ein bisschen früher, gerne auch mal so 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens. Denn dann machen hier sehr viele Locals Sport, machen Tai Chi, tanzen, joggen und ihr erlebt das echte Hanoi. Oder ihr kommt am Wochenende so ab 18, 19 Uhr, denn dann wird das hier zur Fußgängerzone und es gibt einen Nachtmarkt, Wochenendmarkt und das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Pho ist ganz gut und Banh Mi ist auch ganz gut, aber wer das als komplettes Hanoi-Menü sieht, verpasst kulinarisch auf jeden Fall was hier im Norden. Ihr solltet auf jeden Fall auch Bun Cha probieren, das ist gegrilltes Schweinefleisch mit einer Fischsoße. Kleiner Funfact, das war Obamas Lieblingsgericht, als er hier in Hanoi war. Ansonsten kann ich euch auch Beng Guon zum Frühstück empfehlen. Das sind so gedämpfte Reisröllchen mit einer Hackfleisch-Morsche-Füllung. Und als Getränk empfehle ich euch einen Kaffee Cherry.
Falls ihr wissen wollt, welche Fehler ihr in Vietnam auf jeden Fall vermeiden solltet, schaut euch dieses Video hier an.